Vorletzter Spieltag in der Bundesliga. Wir sind in Gladbach zu Gast. Ja, im Kampf um Platz 4 im Fernduell mit Union Berlin und mit dem VfL Wolfsburg. Wir können aber heute mit einem einfachen Sieg die Champions League klar machen. Dann haben wir nämlich 4 Punkte Vorsprung, weil sowohl Union als auch Wolfsburg haben schon gespielt und haben beide ihre Spiele verloren. Ja, also die perfekte Steilvorlage. Ein paar Änderungen hat es trotzdem gegeben. Wir haben ja noch zwischenzeitlich in der Conference League unser Rückspiel gespielt gegen Ferencváros, sind also ins Finale eingezogen, spielen dort dann gegen Fenerbahce. Davor nochmal ein letztes Ligaspiel dann gegen Leipzig, das dient so als Vorbereitung und dann geht's ins Finale. Und dann war es das schon mit der Saison und dann gehen die Planungen auch schon los für die nächste Saison, wo wir dann, ich weiß nicht in welchem Wettbewerb spielen, mindestens mal Euroleague, ich hoffe in der Champions League, je nachdem ob wir das über die Liga schaffen oder über das Finale. Wenn wir das nämlich gewinnen sollten in der Conference League, dann sind wir auch in der Euroleague. Und gegen Gladbach, das weiß ich noch in der Hinrunde, sehr, sehr spannendes Spiel, in allerletzter Sekunde gewonnen. Und ihr seht auch anhand der Blitztabelle, die Gladbacher brauchen auch noch jeden Sieg. Die stecken nämlich im Abstiegskampf, im Duell mit Bochum und mit Köln, glaube ich. Die stehen da auch noch unten drin. Also zwischen den dreien wird Platz 16 ausgespielt. Darmstadt und Heidenheim sind schon abgestiegen. Eine sehr, sehr ereignisreiche Phase haben wir jetzt hier noch in den letzten beiden Spielen. Sehr, sehr schöne Rückrunde hatten wir. Da waren ein paar sehr, sehr schöne Spiele mit dabei. Viele Tore geschossen. Und auf jeden Fall ein bisschen stabiler als in der Hinrunde. Von daher mindestens ein Punkt heute. Das will ich mitnehmen. Also ich habe so oder so Matchball dann im letzten Spiel. Aber ist halt gegen Leipzig. Und bei Leipzig weißt du halt nie. Da war das Spiel in der Hinrunde auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es war auch ein Unentschieden. Ein 2-2 müsste das gewesen sein. Aber zu Hause weißt du halt auch nie, ne, wie da ein Spiel läuft. Und Wolfsburg und Union weiß ich nicht, gegen wen die spielen. Also im besten Fall machen wir es heute schon einfach klar. Dann müssen wir uns hier gar keine Gedanken mehr machen. Dann haben wir Platz 4 sicher. Spielen nächstes Jahr Champions League. Oh, ist mein 50. Spiel heute. Ist doch auch ein schöner Anlass. 50 Spiele schon. Krass. Wie schnell die Zeit einfach vergeht. Ne? Das Spiel ist doch gerade erst rausgekommen. Schon wieder kaputt gepatcht. Gefühlt. Naja. So, Miretti. Oh, Missverständnis in Bimbe. Aber die spielen nicht mit einer 5er-Kette, oder? Spielen die 5er-Kette? Nee. 4-2-3-1, glaube ich, war angezeigt. Aber auch hier unter Druck setzen, jawohl. Und Orban holt sich den und das Pressing klappt mal wieder. Erste Chance jetzt, Minute 25. Aber ganz kläglich vergeben. Uiuiui, Orban, das kann er besser. Das weiß er auch. Guck mal, alleine, da hätte ich ins lange Eck schießen können und dann mit der Seite. Naja, erste Chance, aber Pressing hat wieder geklappt. Und diesmal ohne Foul. Sonst pfeift der Schiedsrichter immer aus irgendwelchen Gründen. Aber da Gott sei Dank nicht. So, vielleicht jetzt der Auftakt zu einem schwungvolleren Abschnitt. Halbe Stunde lang haben wir uns jetzt ein bisschen beschnuppert. Ein bisschen abgetastet. Jetzt dürfen wir auch gerne ein bisschen mehr nach vorne machen. Weiterhin draufbleiben hier. Genau die Situation, wenn die sich den Ball zu weit vorlegen. Aber wir sind dann immer leider einen Schritt zu spät. Und das geht natürlich so einfach hier. Player Ranos. Honorar, da ist Max dazwischen. Oh, hat er eigentlich schon gehabt. Aber dann verliert er den und dann machen wir die Lücke auf. Pacho ist da, sehr schön. Mit seinen langen Gräten. So, nächster Angriff. Götze behält den Ball gut. Klar, wir können nicht so schnell nach vorne spielen, wie ich das gerne möchte. Weil die Gladbacher halt auch zustellen, Pressing spielen. Das wird sehr, sehr schwer. Aber jetzt mal versucht, Scheibi lang zu schicken gegen Leiner. Nee. Klappt nicht. Das war auch das Problem gegen Leverkusen zu Hause. Da hätten wir uns eigentlich auch schon längst mal entfernen können. Aber was nicht ist, das wird ja vielleicht heute noch. Und Ranos kommt da. Diesmal ist Pacho nicht da. Oh, Nagalo auch vorbei. Aber der Ball war auch zu unplatziert für Kramer. Das hätte auch gefährlicher werden können. Ja, wir kriegen hier nichts geschenkt. Also ist ja nicht so, dass wir hier durch die Rückrunde durchmarschiert werden. Wir hatten ein paar sehr gute Spiele dabei, wo wir auch dominiert haben. Aber dafür, dass wir am Anfang echt richtig, richtig schlecht reingestartet sind, haben wir aus der Rückrunde echt noch
das Optimale bislang rausgeholt. Orban, jetzt aber, erster Schuss. Gefährlich aufs Tor. Und die Krönung kommt ja vielleicht noch im Finale der Conference League. Hier kommt jetzt vielleicht die Führung. Miretti nach einem Eckball. Ja, da läuft Skiri ein. Das wäre natürlich super, als Ex-Kölner hier zu treffen. Da machst du dir direkt mal Freunde. Und wieder nachgesetzt. Shaibi wartet, schön, und Götze läuft im richtigen Moment durch. So, wieder Orban. Shaibi kommt da im Rücken. Ja, und noch eins weiter. Und jetzt aber Orban. Mit dem Halbzeitpfiff am Tor vorbei. Schade, ey. Das sind Dinger, die müssen eigentlich rein. Die müssen eigentlich rein. Mir fällt gerade spontan ein, apropos Stürmer. Ich möchte nach dem Spiel mal nach einem Spieler gucken, an dem die Eintracht interessiert ist. Sehr, sehr stark sogar interessiert ist. 13 Schüsse. Vielleicht ist es ja sogar beim Herauskommen des Videos schon klar. Die sind nämlich an einem Stürmer dran. Durusinmi sein Name, von Viktoria Pilsen. Ist so der Wandspieler oder Wandstürmer. Über 1,90. Aber sehr beweglich, schnell, auch sehr torgefährlich. Wie gesagt, von Viktoria Pilsen. Die müsste es ja, glaube ich, geben im Spiel. Auch wenn es die tschechische Liga nicht gibt, aber ein paar Vereine. Oder gibt es die tschechische Liga? Ich glaube, die gibt es sogar. Die müsste es sogar geben. Naja, schauen wir nach dem Spiel nach. Jetzt erstmal hier weiter im Konzert. Nächste Chance. Nächste Chance hier. Ebimbe vielleicht aus der Drehung. Ja, Omlin und Götze oder Miretti fallen da übereinander her. Ja, auch hier sind wir eigentlich die bessere Mannschaft. 4 Schüsse, 2 davon aufs Tor. Die Gladbacher noch überhaupt nicht. Aber wir machen halt das Tor nicht. Und genau das ist das große Problem. Achtung. Lacava kommt, Nagalo. Oh, Buta, wichtig. Wenn der durchgekommen wäre. Ich hätte für nichts garantiert. So. Nächstes Mal ausschwärmen über Orban. Ebimbe unten, wenn er mitläuft. Oder Götze. Götze kriegt den, ja. Gegen Wöber und Itakura. Nächster Eckball. Wichtig. Und wichtig, dass vielleicht auch mal wieder einer reingeht. Skiri. Kriegt nochmal den zweiten Versuch vielleicht. Miretti nochmal hinten auf Chaibi. Ne, nächste Ecke. Genau so. Weiter Druck machen. Schon eine Stunde rum. Also das Spiel geht heute wahnsinnig schnell vorbei. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier so viel passiert. Aber nur auf unserer Seite. Bislang Ebimbe. Der ist zu lang. Die Bälle, ey, die verstehe ich auch manchmal nicht. Der muss den gar nicht so hoch köpfen. Einfach normal auf Miretti nach außen, dann hat er ihn. Und die Gladbacher versuchen es, aber es funktioniert nicht so wirklich. Wir stellen gut zu, dann bleibt nur der Versuch, über die Außen zu spielen. Und dann, ja, das habe ich jetzt geahnt. Das versuchen die auch immer und immer wieder. Sich den Ball vorbeizulegen, 10 Meter und dann vorbeizulaufen. Manchmal hat es auch geklappt. Und dann so ein leichtes Pressing an der Mittellinie, kein Aus, war aber knapp. Und jetzt Ebimbe mit der Chance, aber es ist keiner da in der Mitte, außer Orban lässt sich fallen. Da ist er, Orban, aber zu weit. Zu weit vorbei, keine Chance bislang. Jetzt kommt Schwanschara, so spricht man ihn hoffentlich aus. Und bei uns, ja, können wir Lars nochmal reinbringen, bisschen größer. Dann geht Orban auf die Außen, oder warte mal, kann Götze... nee, der muss hier spielen, der hat nur 63 oder 66 Tempo. Der kann nicht auf der Außenbahn spielen, das geht nicht. Ja, wir können Tuta nochmal für Buta hier bringen, oder? Wenn wir hier wechseln. Ach Quatsch. Was will Tuta auf der rechten Seite? Bin ich dumm? Vielleicht nochmal Aronson für Götze rein. Wir haben ja jetzt eine ganze Woche Zeit zum Erholen. Das ist ja das Gute. Und dann haben wir auch nochmal ein paar Tage, um für das Finale fit zu werden. Also gehen wir mit der besten 11 rein. Auch gegen Leipzig und dann auch ins Finale der Conference League. Aber hier und heute, da muss der Champions League Platz eigentlich klar gemacht werden. Also wäre mein Wunsch. Nächste Chance. Miretti wollte... Ach, jetzt zu spät. Ich habe schon vorher gedrückt. Aber da wollte er nicht. Hätte ja was draus entstehen können. So. Auch Kone, sehr interessanter Spieler fürs Mittelfeld. Aber ich denke mal, den werden wir uns nicht holen. Da werde ich ein paar andere Leute auf der Liste haben.
Ja, und gerade das ist so ein bisschen zermürbend, ey. Gerade in den Spielen, wo du eigentlich so überlegen bist. Aber wir machen halt das Tor nicht. Chancen haben wir. Orban, Götze, auch wenn das so Weitschüsse waren, aber wir haben ja die Chancen. Oh, jetzt kommt die Tuta als Rechtsverteidiger. Ja, immerhin. Und Larsen ist da mit dem Kopf. Jetzt über 1,90 geballte Kopfballstärke drinne. Oh, schlechter Abschuss. Glück für uns, Larsen aber alleine. Das sind halt nicht seine Situationen. Dann müssen wir es so machen. Und immer wieder über die Außen, die sind jetzt aber zugestellt. Mein Gott, wie tief steht Gladbach denn drin? Das ist echt Hammer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die im Abstiegskampf stecken. Max auf Orban, nee. Da war auch wieder einer vor. Und aufgepasst, die Gladbacher kommen über Leiner. Jetzt bloß hier keine unnötigen Fehler und keine unnötigen Lücken lassen. Weigel kommt. Achtung, Stellungsfehler, William Pacho. Aber wir haben das geklärt. So, und jetzt, Larsen ist nicht der Schnellste, aber immerhin, komm. Halt mal den Ball vorne. Ja, genau so, perfekt. Ja, die letzten Spiele gerade in der Bundesliga, die sind so ein bisschen unter dem Motto, tja, was will man da machen für ein Motto oder wie ist der Titel für die Spiele? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall sehr, sehr zermürbend, phasenweise, sehr, sehr anstrengend. Es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Ne? Also 0-0 gegen Stuttgart, in München 0-0, dann haben wir gegen Augsburg nur 1-1 gespielt. Dann gegen Hoffenheim verloren, gegen Leverkusen halt letztens. Das war ausgerechnet jetzt wieder eine Phase, wo es nicht so gut läuft. Aber wenn wir dafür heute 1-0 gewinnen, dann sind die anderen Spiele vergessen. Dann interessiert mich das nicht mehr. Aber es sieht nach einem 0-0 aus. Bislang, aber Achtung. Gladbacher kommen über Schwanschara. Oh, viel zu viel Platz und Trapp das allererste Mal wahrscheinlich. Mit einer Ballberührung in Minute 90. So, komm, ein Angriff noch. Ein Angriff, um die Champions League klar zu machen. Larsen auf Ibimbe, aber der gegen Wöber, nee. Entscheidung vertagt leider aufs letzte Spiel. Auch das hier geht 0-0 aus, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, wie oft wir jetzt hier 0-0 spielen. Nun gut, Showdown am letzten Spieltag. Ich glaube, uns reicht aber dafür sogar ein Remis gegen Leipzig, weil von der Tordifferenz sind wir, glaube ich, Wolfsburg und Union überlegen. Schauen wir gleich alles nach. Und dann schaue ich jetzt auch nochmal nach dem Stürmer, den ich euch zeigen möchte. Und die Gladbacher tatsächlich mit 0 Schüssen. Also das ist auch etwas, was es, glaube ich, auch selten gibt, dass eine Mannschaft wirklich 0 Schüsse hat. Außer wir sind einfach so überlegen. Wie in diesem Spiel, aber wir haben halt leider vorne nicht das Tor gemacht. Ja gut, das ignoriere ich mal, weil das ist jetzt so kurz nach dem Spiel. Ja, also Tordifferenz haben wir plus 14, Wolfsburg hat plus 8, Union hat plus 3. Also wenn wir Remis spielen, das sollte reichen. Es sei denn, Wolfsburg gewinnt 6-0 oder so, was sie aber nicht machen werden. Und auch Union. Die werden niemals 5 oder 6-0 gewinnen. So. Transferangebot für einen Gangkam. Ja, würde ich mir merken. Was haben wir hier nochmal? Porto, das habe ich doch alles abgelehnt. Ah ne, Bilbao. Da wird noch gewartet. Abgelehnt. Und bei den Gangkam auch erstmal ablehnen. Das will ich jetzt alles danach dem Finale machen. Hier enden halt 3 Laien. Ah ne, 2. Warum kriege ich die Nachricht hier doppelt? Hat der Sender einmal zu viel abgeschickt. Die haben wir ja schon im letzten Part mal geguckt. Die Leute, die verliehen sind, wie die sich so machen, sieht auch ganz gut aus. Also guck mal, Natscheferi eine plus 4, wenn man den nochmal verleihen würde, Matanovic, die würden auch alle gute Stärken kriegen. Larsson genauso, eine 70 hat er jetzt. Wir kriegen ja dann noch Unguyen zurück. Boré kommt ja dann auch wieder, also da können wir auch ein paar Spieler zu Geld machen. Hört sich zwar blöd an. Robin Koch muss ich auf jeden Fall verpflichten. Den muss ich im Prinzip sofort nach dem letzten Spiel verpflichten. Sonst läuft die Leihe ab oder beziehungsweise wenn halt der Leihvertrag abläuft. So, also wir gehen nochmal rein und zwar hoffe ich, dass es den jetzt hier gibt, Durun Sinmi. Da ist natürlich auch die Überlegung, ob man das ans realistisch anlehnt, ob man den nicht auch verpflichtet. Rafiu Durun Sinmi. So ein paar Videos habe ich mal geguckt von dem, ja, so Videoscouting. Voll altmodisch, aber gut, ist halt so. Der macht eigentlich einen guten Eindruck, auch Afrikaner, groß gewachsen, 1,92, zeigt großes Potenzial. Ich beobachte den jetzt einfach mal und setze den auf die Wunschliste hier. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwie eine Ausstiegsklausel oder so? Ne, müssen wir erstmal beobachten lassen. Und ansonsten hier Haraldsson, Meier sind schon mal die ersten für den Sommer. Lennon Miller, gut, der hat halt eine 63. Den würde ich halt direkt wieder verleihen. Der wird ja auch richtig, richtig gut. Das ist einer von 3 wirklich sehr, sehr guten schottischen Talenten, die sich auch wirklich gut entwickeln. Also vom Potenzial her gut. Spezialbewegung hat er 2, schwacher Fuß auch 2, Rechtsfuß aber
Er ist ja im Prinzip so einer wie Larsen. Groß gewachsen vorne. Hat auch in den Videos einen richtig guten Eindruck eigentlich gemacht. Ein wuchtiger, bulliger Stürmer. Von daher, Rafiou Durunzinmi, alleine wegen dem Namen muss der zur Eintracht kommen und weil er Afrikaner ist. Ich habe da auch so ein Faible für afrikanische Spieler, weil die einfach, ja weiß nicht, die sind einfach gut. Schnell, haben eine lockere Mentalität, eine Lebensart. So, Hasebe würde gerne im letzten Heimspiel, das ist natürlich auch jetzt so ein Ding, nochmal vor den Fans auflaufen. Da stehe ich so ein bisschen dazwischen. Auf der einen Seite will ich das schaffen, will ich in die Champions League, auf der einen Seite will ich natürlich auch Hasebe. Vielleicht lassen wir den im Mittelfeld spielen. Für Miretti oder für Skiri. So, gegen wen spielen denn die anderen? Wolfsburg spielt gegen Mainz. Geht es für Mainz noch um was? Ne, die sind gerettet. Und Union spielt gegen Freiburg. Für die geht es halt auch um nichts mehr. Also, wir müssen davon ausgehen, dass die beide gewinnen. Da müssen wir mindestens Remis spielen. Unten steht schon was fest. Ja, da geht es zwischen Gladbach und Bochum im Fernduell. Gladbach in Stuttgart, Bochum in Bremen um den Relegationsplatz. Und ansonsten, achso, Union und Hoffenheim. Ah, warte mal, wenn es ganz blöd läuft, dann geht Hoffenheim noch auf Platz 5 und Union fällt raus. Wobei Platz 7 ist noch Conference League. Naja, also viele hin und her gerechnet. Wir schauen einfach im letzten Spiel, dass wir gegen Leipzig zumindest einen Punkt holen und damit die Bundesliga auf dem Champions League Platz abschließen. Macht's gut, bis zum letzten Spiel.